Hallo zusammen, mein Name ist Rahel und ich koche heute für euch vegane Fischburger. Die sind richtig knusprig und haben so eine angenehme Meeresnote. Das Highlight von diesem Rezept ist auch eine selbstgemachte vegane Mayonnaise mit schwarzem fermentiertem Knoblauch. Die schmeckt in der Kombination mit dem veganen Fischpatty und dem Belag vom Burger einfach unglaublich lecker. Ja, wie bekommt man eigentlich diesen Fischgeschmack in den veganen Burger? Das zeige ich euch jetzt. Die Brötchen für die Burger, die habe ich selber gemacht. Ihr seht, die haben alle einen individuellen Charakter und sind halt so ein bisschen aufgeplatzt, aber das macht ja gar nichts. Wenn ihr das Rezept wirklich von A bis Z zubereiten wollt mit selbstgemachten Brötchen, dann bereitet die am besten vor, entweder am Vortag oder bevor ihr loslegt mit der Mayo und den Patties. Und weiter geht's mit der Mayo. Als erstes schäle ich mal diesen fermentierten Knoblauch und ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Das ist weißer Knoblauch, der eben fermentiert wurde und der hat durch diesen Fermentationsprozess einen höheren Antioxidantiengehalt und wirkt sich auch auf die Gesundheit positiv aus. Dazu haben wir auch einen Artikel auf unserer Webseite, da könnt ihr auch genaueres nachlesen. Und wie ihr seht, so sieht es aus. Das ist wirklich so ziemlich gummig, dieser Knoblauch. Und also ich wünschte, ich könnte euch das jetzt so unter die Nase halten. Es ist einfach ein Traum. Und den schneide ich jetzt mal grob. Ihr seht hier auch gut, wie die Konsistenz ist. Wenn der ein bisschen älter ist, dann ist er viel härter auch und hat viel weniger Wassergehalt. Und dann könnt ihr bei diesem Schritt, den ich jetzt gleich zeige, einfach ein bisschen mehr Wasser dazugeben. Aber der hier scheint noch relativ jung zu sein. Dann kommt hier etwas Wasser dazu. Tamari. Jakonsirup. Und dann püriere ich das. Für die vegane Mayo schlage ich etwas Sojatrink auf, damit sich etwas Schaum bildet. Erstmal. Dann kommt etwas Kalanamak dazu. Das ist ein Schwefelsalz und verleiht der Mayo so einen leichten Eigeschmack. Dann noch Senf. Und dann träufel ich das Rapsöl vorsichtig dazu, während ich mixe. Wunderbar. Und jetzt kommt die Knoblauchmischung darunter. Perfekt. Dann gebt ihr einfach so viel Öl dazu, bis ihr die gewünschte Konsistenz habt. Und dann kommt die Mayo in den Kühlschrank. Für die veganen Fischburger erhitze ich zuerst etwas Erdnussöl in einer Pfanne. Und dann habe ich hier Kräuterseitlinge, die tue ich mal grob zerkleinern. Es muss nicht zu genau sein, weil die kommen dann später in den Cutter hier. Die Kräuterseitlinge, die kommen dann ins heiße Öl, zusammen mit der Frühlingszwiebel, die ich in feine Ringe geschnitten habe. Und dann brate ich das Ganze für ein paar Minuten an. Dann kommt etwas Pfeffer dazu, etwas Salz und dann kommt der Pfanneninhalt in einen Cutter. Dann zerkleinere ich das auf ungefähr Reiskorngröße. Und jetzt zerkleinere ich auch den Tofu mit dem Cutter auf Reiskorngröße.
Bei unserem Fischburger ist der Tofu die Hauptkomponente, der die Konsistenz gibt und auch eine gute Proteinquelle ist. Dann kommt noch Kichererbsenmehl dazu, Bio-Maispaniermehl, etwas Haferflocken, Kartoffelstärke und für den Meeresgeschmack, die Nori-Algen, habe ich in einem Hochleistungsmixer zu Pulver verarbeitet und das verwende ich hier für den Fischgeschmack. Dann noch ein wenig Tamari. Für etwas extra Crunch kommen noch geröstete Mandelsplitter dazu. Und dann erstmal alles vermengen. Dann kommt noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Perfekt. Ich erhitze etwas Erdnussöl in einer Pfanne. Hier dürft ihr wirklich reichlich verwenden, damit die Fischburger-Patties auch wirklich knusprig gebraten werden. Und dann forme ich aus dieser Masse Patties, und zwar so groß, wie auch die Brötchen sind oder halt so, wie man es gerne hat. Wenn man es mit Salat serviert, kann man da eine beliebige Größe wählen. Dann wende ich es noch in etwas Maispaniermehl. Und dann kommt es ins heiße Öl. Und so verfahre ich mit dem Rest der Masse. Und jetzt habe ich die Ehre, diesen leckeren Fischburger zu probieren. Aber ich glaube, die Größe, das passt nicht so ganz. Ich muss das mit Gabel und Messer machen. Wow, eine richtig angenehme Meeresnote. Und ich muss euch sagen, die Mayonnaise ist einfach der Hammer. Probiert es unbedingt aus. Die Kombination ist einfach genial. Abonniert gerne unseren Kanal und dann sehen wir uns bald wieder hier beim Zentrum der Gesundheit. Bis dann. Ciao, ciao.